Jo, hi, zurück zu Sherlock Holmes. Also, wir sind zurück auf dem Wege in die Baker Street und jetzt sind wir hier und wir wollen zwei Sachen machen. Einmal wollen wir die Substanz analysieren, die wir da gefunden haben. Das geht wahrscheinlich hier. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Okay, wir nehmen eine Pipette, ziehen da ein bisschen was ab und packen das da rein irgendwo. Wie geht das? Ja. Schlupp. Okay, das ist die Flüssigkeit und jetzt das mal nehmen, packen das hier in den... Ich hätte jetzt gedacht, wir packen es... A colorless, water-based liquid. Oh ja, genau. Und packen ist doch dann... Drehen bringt ja mal nichts, oder? Hier bringt das mal nichts. Ich hätte jetzt gedacht, wir können das mal erhitzen oder so. Quite a strong floral aroma. Ja. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Okay. Mal Feuerchen machen. Flupp. Okay. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make several drops of the reagent. Ja, okay, machen wir das. Pipette. Flupp. Und rein da, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Oder hier rein? Ach so, da. Okay. Flupp. Oh, es wird rot. What Red is this? sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the Gardens laboratory. Okay. Gut, dann lass uns mal eben gucken, dass wir hier nochmal in den... Mal eben kurz nachschlagen, was das hier für eine ist in der Zeitung. 14. Juni 1889. 89. Lalala, sogenannte Gottkönigs Trevan. Aha. Alles klar. Anführer des Ausgangslager erhoben, in dem stimmt Polizei da verurteilen, bla bla. Geschrieben hat, kann zahlreiche einflussreiche Mitglieder vorweisen, darunter auch politische Persönlichkeiten der Oppositionspartei. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Dann fahren wir doch da mal hin. Ne? Das ist ja mal der Hammer. Das machen wir. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Voll der Garten. Cool. Oh, eine Höhle? Komme ich aber nicht hin.
Einfach mal den Gong geschlagen. So. Den Typen kann ich natürlich ansprechen, ne? Ist das so gedacht? Mache ich einfach mal. Good day to you, sir. My name is Sherlock... I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Also er hat ein Tattoo, ne? Das ist schon mal klar. Und er hat eine Nase und Augen. Gut, gucken wir mal, was sonst noch so abgeht. Also. Schwielen an den Fingern. Naja, es muss nichts heißen. Handverletzung, okay. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Oh, earn. Mhm. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Oh, das ist schwierig. Our God King's name is Treewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. Das war schon I pray alles. you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Near the entrance, okay. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Well, we will leave you to your meditation. Ja, das finde ich auch ganz gut. So, wir gehören jetzt irgendwie dazu, würde ich sagen. Und was sollen wir? In der Nähe des Eingangs. Oh. Schwung. Ah, da hinten. Scherben. Etwas versteckt. Aha. Fragments mal angucken. of a flower pot. It fell down here. Da ist noch ein Stückchen, dachte ich. Lass mich raten. Oh, The Kew Gardens symbol. geklaut oder was?
Die haben die gestohlen. Wie viel? 1, 2, 3, 4. Und einen habe ich jetzt mitgenommen, oder was? Also die göttliche Lalala. Die haben sie wohl nicht mal alle. Also ich darf jetzt rein. Ja. Oh. Was ist denn hier? Des Eingangs. Da drüben das Zeug. Drogentisch. Ja. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Okay. Ein Löffel nehmen. Oh. Ich wollte... This is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Oh. Schön zugeguckt, hier reingegangen. Na gut, was soll's. Okay, das hat Spaß gemacht. Jetzt gucken wir mal weiter rum. Was haben wir denn hier noch? Bäumchen stehen in der Mitte, die müssen wir wahrscheinlich gleich in den Arm nehmen. Wohltäter, aha. The list of plant friends and benefactors. Lawyers, well-known manufacturers, political leaders. Alle mit dabei. Ich meine, gut, komm. Das sind die Pflanzen. So, wer bist du? Praise the grand tree, praise it! Drüben war noch eine Tür. Oh, was haben wir hier? Käfig. Oh, Raupen. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Flupp. Haben wir noch? Okay, noch ein Käfig. Was ist denn da drin? A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Ja, danke schön. Nothing of interest. Flupp, flupp. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Okay, auch nicht so spannend. A tropical plant. Nothing of interest. Oh. A tropical plant. Nothing of interest. Ah, was haben wir hier noch? Okay. Mhm. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Tja, also ich würde mal sagen, die Kollegas haben das hier alles geklaut, ne? Stimmt mit dem nicht. Die haben wir alle untersucht. Vielleicht nochmal gegenüber rein, ne? War noch eine Tür da drüben, dachte ich. This door is locked, but I can try to open it. Ja, let's have a try. Wieder so ein Klick-Klack-Ding. Shit. Okay. Wir drehen erstmal. So. Nee, das ist gut. Und das wäre natürlich geil, wenn jetzt hier so ein Fensterchen ist. Also erstmal die äußere. Das Ding drehen wir so. Das ist vielleicht am einfachsten. Die können wir die verschieben. Ah. Wir drehen jetzt erstmal noch die hier. So, das Ding. Das Ding. So, jetzt geht es hier um die Mitte, ne?
Das passt ja nun mal gar nicht, ne? Sei denn, man möchte hier so ein Fensterchen haben. Kommt da eins? Nein. Kann ich das da drehen oder was? Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Das da so? Oder gibt es da noch irgendwas Cooleres? Das muss so, ne? Okay, das muss so. Und jetzt müssen wir uns nochmal überlegen. Das drehen. Müsste das so, ne? Nö. So? Ja. Okay. Jetzt überlegen wir uns mal, das grüne Ding hier zu drehen. Also das in der Mitte ist auf jeden Fall cool jetzt. Das grüne Ding jetzt mal drehen. Ja, so. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt richtig cool. So. Okay. Voll die coole Butze hier. Was gibt's hier? Oh. A vast amount of opium. These instruments are used for smoking opium. Aber doch nicht jetzt, Sherlock, bitte. Mal nochmal durchgucken. Was ist das denn hier alles? Voll das übelste Labor, ey. Ja, Alkohol braucht This man überall. substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Okay, Alkaloid, nicht This Alkohol. cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Oh Mann, ey, That would was be machen enough die to denn hier perform bitte? the most difficult of chemical experiments. So, schön Opiumgedöns. Haben wir sonst noch irgendwas hier am Start? So, verdächtige Zutaten und Vergiftung. Mit Pflanzen experimentieren. Machen wir doch gerne. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Ja, okay. Wo machen wir das denn? Das machen wir bestimmt zu Hause, ne? Ich glaube, ich muss noch mal den Kollegen fragen. Das machen wir bei uns mit Sicherheit, weil die Pflanze haben wir jetzt ja dabei. Ich kann jetzt mal den Kollegen hier noch mal fragen. Ey, Kollege, brauchst du denn bitte die Töpfchen da hinten her? Aber wahrscheinlich ist er so beschäftigt mit sich selbst. Nö. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Komm, Digga, du hast doch hier die schönen... Oh.
Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Dump. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Das heißt, die Vögelchen haben die geklaut und die waren's. Hallo? Tödliche Pflanzen gestohlen, sorry. Also nochmal, also das hier gestohlen und zwar von den Vögelchen hier oben. Da, Sekte stahl alles. Die Göttlichen stahl die Pflanzen, auch die tödlichen. Sie können die einsetzen, um zu ermorden, teilweise Diebstahl. Die göttliche Gesellschaft stahl nach der Ausstellung alle Pflanzen bis auf die tödlichen. Hä? Wieso? Nö. Das wissen wir jetzt noch nicht, ne? Wir müssen mal gucken, ob die tödlich sind. Lass uns mal ins Labor flitzen. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Okay, also was haben wir denn hier? Wir haben ein paar Raupen. Die schütten wir mal hier rein. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Macht gar nichts. Okay, stellen wir das mal ab. Mal, wenn wir der direkt welche geben. I find the behavior of predators utterly fascinating. Okay, das legen wir mal zurück. Aber ich glaube mal, wir schütten mal hier flupp. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. Okay. No reaction. Okay, und jetzt nochmal. Flup. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas.
I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Oh, kann man die tauschen? Okay, dann machen wir mal Folgendes. Also wir machen die auf. Schnipp. Legen das wieder weg. It appears to open after being soaked with alkaloid. Und jetzt packen wir da mal ein paar Raupen rein. Flupp. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Okay, alles klar. Also das legen wir nochmal ab. Dann machen wir die nochmal zu wahrscheinlich. Richtig? Die ist dann weg. Und dann This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Man kann die aber nicht umstellen, ne? Achso, nehmen. Ah, okay. Flup, austauschen, alles klar. Oh. Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Okay, crazy shit, aber dann wissen wir, die haben ja auf jeden Fall hier die Dinger. Moment mal, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte gerne. Die haben auch die Tödlichen geklaut. Flupp. Die Sekte hat getötet, sind sie noch nicht. Was ist noch offen? Wir wissen nicht, was die anderen eigentlich so gemacht haben, ne? Das schauen wir uns aber dann natürlich beim nächsten Mal an. Okay, also bis dann, ciao.